Dann fragen wir doch mal, werden wir gut regiert, ist die Ausgangsfrage und wir holen uns ein Ausgangslagebild ab. Wenn Sie der Meinung sind, ja, alles in allem, bei all den Problemen, die es gibt, läuft das doch einigermaßen in die richtige Richtung. Verteilen Sie sich hier auf unserem Spielfeld in den blauen Feldern 1 bis 3, je nachdem. Oder wenn Sie sagen, wir haben ja eben schon ein paar Stimmen dazu gehört, nee, das läuft noch nicht so rund, da gibt es noch einiges, was im Argen liegt. Dann verteilen Sie sich hier auf der roten Seite auf den Feldern. Oder Sie warten die Argumente, die Till und Anna uns präsentieren, ab und positionieren sich erstmal hier in der Mitte. Und dann würde ich sagen, erste Abstimmung, bitte verteilen Sie sich jetzt. Es gibt Luft nach oben. Ich bin zufrieden mit der Arbeit. Wir werden eigentlich gar nicht regiert. Nicht nur schnacken, sondern machen. So haben Sie zu unserer Ausgangsfrage abgestimmt. 76, mehr als 3/4 von Ihnen sagen nein, wir werden nicht gut regiert derzeit. 15% sagen ja, alles in allem ganz okay. Und dann bin ich mal gespannt, ob vielleicht im Laufe dieser Sendung durch die Argumente die eine oder die andere Richtung oder die andere Meinung sich verändert. Jetzt aber wird es Zeit für den ersten Schlagabtausch, die erste Runde von Argumenten. Und bitte sehr, Anna, du beginnst. Was macht das mit uns allen? Wir haben vorhin ja im Vorfeld mal gefragt, geht es Ihnen denn eigentlich besser als Ihren Eltern? Und da waren erstaunlich viele, die sich hier positioniert haben und gesagt haben, eigentlich geht es uns gut. Und wenn man sie im Deutschland-Tent fragt, wir haben Deutschland gefragt, wie ist denn so Ihr Standard? Wie ist der Wohlstand? Wie ist darum bestellt? Dann sagen 2/3, dass sie zufrieden sind und alles gut läuft. Und das eigentlich in dem Meckerland Deutschland. Da können wir sagen, das ist ein Grund zum Party machen. Oh! Im Moment allerdings nicht. Partystimmung im Jahr 2025, davon ist keine Spur. Im Gegenteil, die Nachrichten sehen doch so aus. So hoch war die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Tausende Stellen werden ja abgebaut. Die Wirtschaft Die deutschen schwächelt. Autobauer stecken in der Krise und Heute mit ihnen meldet die Bosch, dass sie noch einmal 13.000 Stellen in der Streicht im Brief- und Paketgeschäft mal eben 8.000 Arbeitsplätze. Fast den jeder massivsten 20. Stellenabbau in der Unternehmensgeschichte. Ja, das erste Argument auf dieser Seite. Wir erleben einen Absturz statt einem Aufschwung. Dabei hatte Friedrich Merz doch eigentlich was ganz anderes versprochen. Und ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran. Ja, es geht möglicherweise voran, aber vielleicht noch nicht in die richtige Richtung. Kann ich mal bitte unseren Pleitegeier haben? Der Wirtschaftsstandort, der befindet sich in seiner historisch tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Doch die Bundesregierung reagiert nicht entschlossen genug. Das hat er letzte Woche gesagt und das verstärkt das Argument auf dieser Seite. Nein, was die Wirtschaft betrifft, wird Deutschland nicht gut regiert. Es brennt lichterloh an allen Ecken und Enden. Ich kann nicht verstehen, dass heute so viel gejammert wird. Ich muss nicht hungern, ich habe eine warme Bude. Man kann uns viel, viel mehr zumuten. So haben sie sich verteilt und übrigens, wie sie zu Hause abgestimmt haben, das werden wir dann gleich hier im Crawl einlaufen lassen, aber wie die 100 sich hier im Studio aufgestellt haben, das sieht wie folgt aus. Für 69% von Ihnen war das schlagende Argument auf der Seite, dass es eben nicht gut vorangeht und 22% von Ihnen sagen, naja, alles in allem sind ja auch komplizierte Zeiten, das geht schon einigermaßen in Ordnung, aber die Mehrheit, das sieht man auch optisch, hat sich hier schon mal gleich aufgestellt. Fangen wir doch mal gleich an. Ja, also ich bin einer der bösen Babyboomer und bin eigentlich froh, dass bei mir das jetzt alles zu Ende geht, das Berufsleben und so weiter. Ich beneide die junge Generation nicht. Es ist einfach so, dass da ist keine Strategie erkennbar. Wir haben es auch in der Arena gehört. Die Vision fehlt mir, ohne jetzt krank sein zu müssen, eine Vision zu haben. Es wird immer nur rumgedoktert. Keiner traut sich, eine Reform zu machen. Und wir brauchen dringend eine Rentenreform, eine Gesundheitsreform. Wir müssen das komplett umdrehen alles. Ansonsten sehe ich für unser Land schwarz. Da gibt es gleich einen Widerspruch. Kommen Sie doch mal gerne mit. Da hat jemand auf den Buzzer auf der anderen Seite gedrückt. Und darf ich Sie mal hier zusammenbringen? Da wollten Sie gleich einhaken. Weshalb? Ja, gerne. Heute sehen, morgen ernten ist wieder die Natur. Alles braucht seine Zeit zum Wachsen. Jetzt habe ich vorhin gehört, eine Sache wurde rausgeholt. Ja, Rentenpaket, Geld geht an die Rentenreform dran.
Leute, das ist ein Teil, der auf alle Fälle, so wie wir es gehört haben, angefasst wird von einer Kommission und es weitergeht. Und diese Zeit sollten wir der Regierung auch lassen. Gehen wir gleich zum Buzzer, aber Sie haben noch Das einmal... Blöde ist nur, dass das schon seit 30 Jahren erzählt wird. Wir gehen das Rentenpaket an und keiner traut sich, auch weil die Rentner immer mehr werden und jeder Angst hat, er wird nicht mehr gewählt. Aber dadurch können wir doch nicht die heutige Regierung, für die, was vor 30 Jahren nicht gemacht worden ist, einfach heute schuldig machen. Das funktioniert doch nicht. Ich guck mal, da gab es einen Einspruch, nämlich zu dem Argument hier rüber. Sie haben da drauf gedrückt. Ja, natürlich wird jetzt die Rentenreform angegangen und das ist natürlich auch richtig und gut. Dennoch sehe ich sehr viele andere strukturelle Probleme, die vor allen Dingen auch unser Wirtschaftswachstum, unsere Wirtschaft auch hemmen. Ich sehe vor allen Dingen die große Bürokratie, die ein extremes Problem ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie Gesetze streichen müssen, sondern einfach eine flexiblere Verwaltung. Wir können einfach mal in die baltischen Staaten blicken. Da reicht einfach ein digitales Formular, das wird abgeschickt, dann wird das sofort bearbeitet. Bei uns braucht man da teilweise 1 Jahr, 2 Jahre und das hemmt die Entwicklung unserer Wirtschaft, gerade von innovativen Start-ups. Das ist ja die Zukunft unserer Wirtschaft, die ja Deutschland zukunftsfähig hält. Vielen Dank für diese Position. Ich glaube mal, hier in der Mitte hat sich auch jemand aufgestellt. Da ist noch nicht so richtig die Entscheidung gefallen bei Ihnen. Mein Name ist Mossadegh Hamid. Ich glaube, die Problematik unserer Regierung ist allen bekannt oder unseres Landes. Das ist bekannt. Wir stecken aber in einem Dilemma, dass wir nicht vorwärts kommen. Und man denkt, dass man mit alte Instrumente, was man in den letzten 80 Jahren gebaut hat, sich zugrunde gelegt hat, die Zukunft bauen kann. Wir haben keine Perspektive für die Zukunft. Wir haben keinen Ansporn für die Zukunft. Wir geben den Jugend keine Leistung, was sie dann in Zukunft machen können. Und diese Perspektive fehlt. Wir müssen das, was unter der sozialen Marktwirtschaft, das Gesicht davon war der Ludwig Erhard, der A-Markt war eigentlich der Wissenschaftler, der das ausgearbeitet hat. Die Zeiten haben sich auch geändert. Ja, aber der hat das Haus der sozialen Marktwirtschaft erstellt, wie Herr Bundeskanzler gesagt hat, als Maurer. Der muss an diesem Haus arbeiten. An dem Haus fällt die Zukunft. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Unser größtes Problem ist die Migration. Wir müssen irgendwelche neuen Lösungen bei der Migrationspolitik finden. Der Kanzler und die Bundesregierung haben gesagt, okay, das gehen wir an. Und man muss mal ganz klar sagen, die haben geliefert. Die haben das, was bestellt wurde, geliefert. Und deshalb sitze ich hier oben auf diesem Bett. Weil diese Betten, das ist hier wirklich ein echtes Flüchtlingsbett aus Göttingen, hier aus der Umgebung. Es wird nicht mehr gebraucht. Man kann darauf sitzen und moderieren, weil in immer mehr Gemeinden, in immer mehr Städten diese Betten abgebaut werden. Weil nämlich die Zahl der Asylerstanträge zurückgegangen sind. Sie haben den Kanzler in der Arena gehört und seine Zahlen stimmen auch mit unseren überein. Wir hatten, wenn man das vergleicht, Januar bis Oktober im vorherigen Jahr 217.000 Erstanträge. Mittlerweile ist das Ganze nur noch halbiert bei 106.000. Er hat gesagt, jetzt gibt es auch noch eine neue EU-Politik. Es ist aber das, was die Mehrheit der Bevölkerung sich gewünscht hat. Manche dazu gebracht, dieses Bild hier im Internet zu teilen. Ein Bild aus der Disney-Serie Family Guy. Da geht es um Hautfarben. Ja, manche sind okay, andere nicht. Das ist natürlich eine satirische Serie. Aber wenn man das mal auf die Wirklichkeit überträgt, können wir ja mal ausprobieren. Wer würde denn diesen Test bestehen? Wenn ich es mal neben mich selber halte, weiß nicht. Geht noch? Ja. Bin froh, dass die Maskenbildnerin nicht zu viel aufgetragen hat. Aber ich kann es abwischen. Hautfarbe kann man nicht verändern. Deswegen gucken wir doch mal. Gleich komme ich zu Ihnen. Jetzt schauen wir da erstmal hier. Was würden Sie sagen? Ich glaube, ich würde bestehen. Sie würden durchkommen wahrscheinlich? Okay. Ja, ich denke. Der Mann hier neben Ihnen, Sie haben sich so ein bisschen weggestellt, aber brutal. Also ich denke, ich würde nicht verstehen. Wie fühlt sich das an? Ja, ich habe mich damit schon abgefunden. Ich bin jetzt 28 Jahre alt und es ist Normalität geworden, sage ich mal. Aber es wird in letzter Zeit irgendwie schlimmer durch diesen Populismus, der im Internet auch besteht und viel größer wird halt und stärker tatsächlich. Okay,